Wenn wir alle zusammen in der Europäischen Union das Signal geben an diejenigen, die sich auf den Weg machen nach Europa ohne gültige Einreisemöglichkeiten, dass diese Wege in Zukunft sehr viel schwieriger werden und dass wir sie auch irgendwann schließen. Es ist ja so, dass wir durch die Unterstützungskräfte sowieso nur die größten Grenzübertrittsstellen 24 Stunden besetzen können. Und dadurch wird es eben für unprofessionelle Leute, die einfach nur über die Grenze kommen wollen, deutlich erschwert. Aber jeder, der das professionell aufzieht, wird so gut wie überhaupt nicht daran gehindert, illegal über die Grenze zu kommen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Vor der Wahl hat Friedrich Merz groß getönt, die Grenzen werden ab den ersten Tag geschlossen. Klingt stark, aber was passiert? Nix, gar nix. Statt Grenzschutz gibt's weiter offene Tore für illegale Migration. Und genau das zeigt die AfD jetzt knallhart auf. Sie entlarvt nicht nur die Kanzlerlüge von Merz, sondern auch, wie moderne Schleuser arbeiten, mitten in Deutschland. Wenn ihr wissen wollt, was euch verschwiegen wird, wie das System wirklich funktioniert und warum Merz mit seinen Versprechen gebrochen hat, dann bleibt jetzt dran. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Wortbruch bewertet. Auf geht's! Wenn wir alle zusammen in der Europäischen Union das Signal geben an diejenigen, die sich auf den Weg machen nach Europa ohne gültige Einreisemöglichkeiten, dass diese Wege in Zukunft sehr viel schwieriger werden und dass wir sie auch irgendwann schließen. Er spricht von Kontrolle, doch die Grenzen sind offen. Er spricht von Schutz, doch wer unser Land betreten will, tut es. Jeden Tag gelangen Migranten über Schleuserpfade mitten hinein in die Bundesrepublik. Diese Reportage zeigt die Wahrheit hinter dem Kanzlerversprechen. Guben, 7. Mai, kurz nach 14 Uhr. Am Grenzübergang nach Polen ist alles ruhig. Doch es ist ein besonderer Tag. Bundespolizisten postieren sich zaghaft am Übergang Stadtbrücke. Die Grenze soll mit heutigem Erlass des neuen Innenministers dicht gemacht werden. Wie das jetzt aber genau funktionieren soll, scheint nicht ganz klar zu sein. Es sieht kurz nach beginnender Kontrolle aus, steht sogar auf der Verpackung, ist aber eigentlich nur eine Kulisse. Die Realität ist nämlich, illegale Migration verläuft in den meisten Fällen im Verborgenen, abseits offizieller Grenzübergänge. Von Zurückweisung ausnahmslos aller, und zwar am ersten Tag, so wie es den Wählern vor dem Wahltag großspurig versprochen wurde, ist nichts mehr übrig geblieben. Der nächste Wählerbetrug der CDU-CSU. Dabei gab und gibt die schwarz-rote Regierung ein desolates Bild ab. Chaos, Streit, Kakophonie. Dobrindt erklärte, es würde nun umfassend verstärkte Kontrollen an der Grenze und mehr Zurückweisungen geben, aber eben nicht wie im Wahlkampf versprochen. Dobrindt hat lediglich die 10 Jahre alte Weisung der CDU-geführten Bundesregierung unter Angela Merkel zurückgenommen, aber gleichzeitig auch nur den Spielraum der Bundespolizei vergrößert. Entscheidend ist hier das Wort kann. Die Zurückweisung aus § 18 Asylgesetz sei, so Dobrindt, nur eine Kann-Bestimmung, was aber laut deutscher Rechtslage und explizitem Gesetzestext nicht richtig ist. Bis sie in die Oder fließt, bildet die Neiße hier bei Guben über 200 Kilometer die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen. Ein weites, unübersichtliches, schwer zu sicherndes Gelände entlang des Grenzflusses, der an vielen Stellen lediglich knietief und kaum mehr als 4 Meter breit ist. Hier ist heute, so wie in den Jahren zuvor, kein Grenzschutz, niemand weit und breit. Der Weg nach Deutschland ist frei. Wenn Sie sagen, wir wollen Deutschland komplett abriegeln und komplett die Grenzen sichern, gehören die grünen Grenzen, das muss man ja allen auch mal vielleicht dazu sagen, gehören die ja dazu?
Wissen Sie, Frau Hayali, Sie haben sicherlich auch ein Haus oder eine Wohnung. Sie haben eine Haustür, die man abschließt. Das Gleiche gehört auch für die nationalen Grenzen dazu. Dass man sein Haus umfriedet, dass man seine Grenzen umfriedet, dass man sein Land umfriedet, dass man dort auch natürlich einen Zaun und eine Mauer baut, damit nicht jeder auf das Grundstück kommt, der dort nichts zu suchen hat. Das ist ganz normales Vorhandensein der eigenen Sicherheit und auch der eigenen Freiheit. Und um die zu bewahren, muss man natürlich auch seine nationalen Grenzen schützen. Was ist daran so schlimm? Wir waren unterwegs an Deutschlands Ostgrenze, da, wo illegale Migration wirklich stattfindet, da, wo sie ganz offensichtlich ist und wo sie wirklich gestoppt werden könnte. Also das ist eindeutig ein Ort, wo jemand länger bleibt und sich auch länger aufgehalten hat. Ich mache mal hier die Lampe an. Zigaretten. Auch hier wieder. Ja, guck mal. Hier wieder so ein ganz neues Regencape. Und eben auch, um sich warm halten zu können, hier so eine Rettungsdecke. Wir sprechen mit Mai K. Er ist Bundespolizist im Grenzschutz und seit Jahren im Grenzgebiet auf Streife. Offen kann er sich nicht vor der Kamera äußern. Das Interview musste nachgesprochen werden. Es ist ja so, dass wir durch die Unterstützungskräfte sowieso nur die größten Grenzübertrittsstellen 24 Stunden besetzen können. Und dadurch wird es eben für unprofessionelle Leute, die einfach nur über die Grenze kommen wollen, deutlich erschwert. Aber jeder, der das professionell aufzieht, wird so gut wie überhaupt nicht daran gehindert, illegal über die Grenze zu kommen. Rechtlich gesehen ist es natürlich so: Sobald jemand ein Asylgesuch äußert oder zum Beispiel keine Ausweispapiere dabei hat, wird das direkt an die Ausländerbehörde weitergeleitet und wir als Bundespolizei haben dann keine Zuständigkeit mehr. Das ist das große Problem. Was man gesetzlich ändern müsste, ist, dass wir als Polizei eine Zuständigkeit behalten. Wir wollen ja eigentlich, dass Personen auch abgeschoben oder zurückgewiesen werden können. Deswegen versuchen wir, das Asylthema in der Gesprächsführung zu umdribbeln. Wenn es uns gelingt, im Gespräch so vorzugehen, dass jemand kein offensives Asylgesuch äußert, dann ist es für uns einfacher, eine Zurückweisung oder Zurückschiebung durchzusetzen. Uns sind sonst schlicht die Hände gebunden. Sobald jemand Asyl beantragt, sind wir raus, ganz platt gesagt. Zurückweisungen oder Zurückschiebungen dürfen wir nur dann durchführen, wenn kein Asylgesuch vorliegt und wenn die betroffene Person über Dokumente verfügt, die ihre Herkunft belegen. Wer ohne Pass oder Dokumente kommt und Asyl sagt, der ist drin und kann bleiben. Man muss also in der Gesprächsführung sehr aufpassen, was gesagt wird. Viele wissen natürlich, wie sie sich äußern müssen. Aber wenn sie das nicht ausdrücklich sagen, dann versuchen wir, unsere Maßnahmen irgendwie durchzusetzen. Das Wichtigste ist eigentlich, es ist für uns unmöglich, alle Grenzen durchgehend zu bewachen. In der jetzigen Form, so wie es derzeit abläuft. Und natürlich rutschen viele trotzdem durchs Raster. Man kann illegale Migration so nicht verhindern. Egal, wie die neue Regierung das jetzt darstellt. Zurück zum Grenzübergang zwischen Guben und dem polnischen Gubin. Auf der deutschen Seite der Stadtbrücke steht zumindest ein Streifenwagen der Bundespolizei. Mit viel gutem Willen könnte man das als so etwas wie einen Grenzkontrollpunkt bezeichnen. Und auch auf polnischer Seite zeigt der Grenzschutz so etwas wie Präsenz. Doch kommen wir jetzt zur Ironie der ganzen Veranstaltung. Guben und Gubin nach dem Krieg eine geteilte Stadt. Deutschland und Polen hier von der Neiße getrennt und durch die Stadtbrücke wieder verbunden, die heute Versöhnung und Zusammenarbeit in einem vereinten Europa symbolisieren soll. Hunderte Pendler zu Fuß und mit dem Auto jeden Tag. Das Dienstgebäude der zuständigen Bundespolizeiinspektion befindet sich zwar genau am Grenzübergang, ist jedoch keine Grenzkontrollstation. Nur einen Steinwurf von der Stadtbrücke entfernt gibt es einen weiteren, etwas unscheinbareren Grenzübergang. Die Fußgängerbrücke zur Theaterinsel von Gubin. Sie führt durch einen Park direkt in die historische Altstadt auf polnischer Seite. Bereits am 7. Mai stellten wir fest, dass diesen Grenzübergang niemand sichert. Wir sind jetzt hier in Gubin, also auf der polnischen Seite der Stadt Guben. Ich laufe jetzt hier über eine Fußgängerbrücke in die Bundesrepublik Deutschland hinein. Hier finden keine Kontrollen statt, anders als auf der Hauptbrücke.
knapp 100 oder 50 Meter vielleicht entfernt, wo die Bundespolizei jetzt einen Kontrollpunkt errichtet hat. Jedoch die Einreise über diese Fußgängerbrücke hier über die Neiße ist also unkompliziert möglich. Hier steht niemand. Hier findet auch keine Kontrolle statt. Und genau an dieser Stelle werden wir nur 2 Tage später Zeugen äußerst seltsamer Vorgänge. Zuerst fällt uns ein Mann auf, der augenscheinlich aus Afghanistan oder Pakistan zu sein scheint. Er trägt eine dicke Winterjacke und läuft über die Grenzbrücke von Polen auf die deutsche Seite hinüber. Hinter einem Baum bleibt er abrupt stehen und scheint abzuwarten. Ebenso bemerken wir ein Auto mit polnischem Kennzeichen, direkt an dem Brückenübergang auf deutscher Seite geparkt. Nur wenige Momente später taucht plötzlich ein Mann mit roter Jacke auf. Er spricht kurz mit dem Wartenden, geht dann weiter und telefoniert angespannt dabei. Der vermeintliche Afghane wartet weiter hinter dem Baum versteckt. Jetzt wird klar, der Wagen mit polnischem Kennzeichen ist das Fahrzeug des Mannes in der roten Jacke, der noch immer mit seinem Telefon beschäftigt ist. Er wirft dem Wartenden an der Brücke einen kurzen Blick zu und steigt dann in sein Auto. Und der afghanische Mann verschwindet ebenfalls schnellen Schrittes über die unbewachte Fußgängerbrücke zurück nach Polen. Ganz eindeutig, wir beobachteten gerade den mutmaßlichen Versuch einer Schleusung nach Deutschland. Warum der Afghane nicht ins Auto des Polen stieg, kann nur vermutet werden. Wurden wir mit der Kamera entdeckt? Wir wollen uns den Mann genauer ansehen und laufen ihm auf die polnische Seite nach, über die Brücke in den Park. Er muss gerannt sein, doch weit entfernt können wir ihn noch ausmachen. Er scheint zu wissen, dass wir ihm gefolgt sind. Der Park der Theaterinsel ist recht weitläufig und dicht bewachsen. Überall führen kleine Wege und Pfade vom Hauptweg am Neiße-Ufer ab. Nach einer Weile entdecken wir ihn auf einer Bank sitzend. Seine dicke Winterjacke hat er offenbar irgendwo abgelegt. Er gibt sich unauffällig, doch als wir uns nähern, steht er auf und will verschwinden. Entschuldigung, warte mal kurz. Hallo, warte mal. Du bist doch gerade über die Grenze gekommen. You speak English? Yeah. We saw you crossed the border some minutes ago. Me? Yes. Is it allowed for you to cross the border to Germany? Me? Yes. No, Aber auch wenn er es abstreitet, der Mann, der eben noch über die Grenzbrücke nach Deutschland kam und der jetzt hier im Park sind ein und dieselbe Person. Es ist ja nicht so, dass illegale Migration immer nur in Gruppen stattfindet, also größere Personengruppen über die Grenze kommen. Es werden auch Einzelpersonen von Schleusern über die Grenze gebracht. Die großen Grenzübergangsstellen, die sind schon immer rund um die Uhr mit Unterstützungskräften besetzt. Und das wissen die Schleuser natürlich auch. Deshalb kommen sie dort gar nicht erst entlang. Sie weichen gezielt aus. Der normale Regeldienst hat einfach nicht genug Personal, um wirklich alle Grenzübertrittsstellen permanent zu überwachen. Und die Schleuser wissen das genau. Die schicken dann jemanden gezielt an einen Übergang, der eben nicht dauerhaft kontrolliert wird. Und sobald sie das Go bekommen, fahren sie dorthin, lassen die Personen raus. Das eigentliche Problem ist, dass das Ganze sehr strukturiert und professionell abläuft. Da postiert sich ein Späher, beobachtet die Lage und der gibt dann sofort Bescheid, ob der Weg frei ist oder nicht. Die Übertritte finden dort dann halt in dieser Zeit nicht statt. Wir bekommen einen Hinweis. Ein paar Kilometer entlang des Neiße-Ufers soll sich ein Pfad befinden, über den Migranten regelmäßig illegal nach Deutschland kommen. Das wollen wir uns ansehen. Ist dieses Schlupfloch nach Deutschland auch jetzt noch frei? Die alte Bahnbrücke, die von Polen über die Neiße nach Deutschland führt, ist schon lange gesperrt. Der Weg entlang der Schienen ist vollständig zugewuchert und wird trotzdem genutzt. Auffällig sind hier halt wirklich die vielen Kleidungsstücke, die man hier überall findet. Auch hier ein Hemd, das auch schon eine Weile offensichtlich liegt. Also es ist schon eindeutig, dass hier offensichtlich regelmäßig Personen durchkommen. Auch hier wieder Kleidung, eine Hose, eine Jeans. Alles Kleidung, die offenbar ja, hier immer zurückgelassen wird. Die wir aufgreifen, haben in der Regel wenig oder gar kein Gepäck dabei. Meist werden sie auf den einzelnen Etappen von den Schleusern mit frischer Kleidung versorgt.
Gerade auf dem letzten Abschnitt, kurz vor ihrem Ziel, soll man ihnen nicht ansehen, dass sie zuvor wochenlang durch Wälder gezogen sind und in irgendwelchen Verstecken und unter freiem Himmel übernachtet haben. Auch wieder hier Hose, die hier hingehangen wurde. Das ist hier eben auch kein Weg, der, auch wenn das erstmal so wirkt, hier offenbar von Fußgängern oder von Spaziergängern genutzt wird, denn dazu ist das auch zu wenig ausgeprägt hier und einfach dafür liegen hier einfach auch zu viele Zurücklassenschaften hier im Gelände. Ansonsten bleibt die Frage, wer hier im direkten Grenzgebiet unterwegs ist und seine Hose zurücklässt. Schleusungen verlaufen nicht immer reibungslos oder ohne Unterbrechung. Ganz im Gegenteil. In vielen Fällen sitzen die Migranten irgendwo fest. Entweder schon vor den europäischen Außengrenzen oder, wenn sie es bis in die EU geschafft haben, auch innerhalb Europas. Auch im Grenzgebiet direkt vor Deutschland. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Wenn etwa ein Schleusernetzwerk Probleme bekommt, in Schwierigkeiten gerät oder aufgeflogen und hochgenommen wird, dann sitzen die Migranten plötzlich fest. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass sie bestimmte Grenzen, besonders solche, die nur lückenhaft gesichert sind, allein überqueren müssen. Oft warten sie dann, bis die nächste Etappe organisiert wird. Wir setzen unseren Weg entlang der alten Gleise fort. Polizei oder Grenzschutz ist hier nirgends zu sehen. Hier sieht man also deutlich beim Versuch, hier über den Zaun zu klettern. Hier sind ja auch überall Zäune. Ist man hier hängen geblieben. Hier die Risse überall, wo man also hängen geblieben ist. Gehen wir jetzt mal direkt ran. Das ist halt hier dann zu. Ja, und hier drüben auf der anderen Seite ist Polen. Eindeutig, dieser Weg wird regelmäßig von Personen genutzt, die hier unbemerkt nach Deutschland kommen. Kein Grenzschutz, keine wirklichen Hindernisse, keinerlei Maßnahmen, die illegale Migration verhindern könnten. In der Nacht wird man hier wohl die Hand vor Augen nicht sehen können. Wer es über die Neiße geschafft hat, verschwindet in der Dunkelheit. Auf dem Rückweg dann machen wir eine weitere Entdeckung. Eine fast verfallene Gartenlaube, die jedoch offenbar noch immer genutzt wird. Es kommt häufiger vor, dass wir Migranten aufgreifen, die sich mehrere Tage oder sogar Wochen in bewaldeten Grenzgebieten versteckt hatten und die dann warten, bis der Weitertransport organisiert ist und sie abgeholt werden, um dann zu ihrem Zielort gebracht zu werden. Es ist nicht so, dass diese Übertrittsstellen nicht bekannt wären. Wir verfügen nur nicht über die Kräfte, um solche Gebiete zu bestreifen und verfügen schon gar nicht über die Kapazitäten, um sowas effektiv zu bekämpfen. Gehen wir mal hier rein. So, hier sind wir. Mal aufpassen. Also hier ist ideal. Hier sieht man auch, dass hier definitiv jemand zurückgeblieben ist oder sich hier über Nacht aufhält. Mal kurz gucken. Hier geht es auch noch mal hoch. Also das ist eindeutig ein Ort, wo jemand länger bleibt und sich auch länger aufgehalten hat. Ich mache mal hier die Lampe an. Und das sind natürlich hier Orte, auch hier die Decke, wo man sich einfach mal für ein paar Stunden aufhalten kann. Also das ist ein Ort definitiv, der genutzt wird und der auch bis jetzt genutzt wurde. Auch hier wieder. Ja, guck mal. Hier wieder so ein ganz neuer Regencape, ganz neues Regencape. Und eben auch, um sich warm halten zu können, hier so eine Rettungsdecke. Und was man eben auch hier feststellen muss, ist, es gibt hier keine Rückschlüsse, die man ziehen könnte, darauf, dass das hier von Drogensüchtigen oder von irgendwelchen Obdachlosen oder Alkoholikern oder Trinkern genutzt wird. Es ist eben ein Ort, der genutzt wird, um bleiben zu können. Und dafür ist alles entsprechend hergerichtet. Das heißt also, wer hier nachts rüberkommt und sich dann auch gerade bei schlechten Witterungsverhältnissen in dieser Hütte versteckt und dann mit frischer Kleidung, der man eben nicht ansieht, dass damit über Zäune gestiegen wurde oder eben durch so unwegsames Gelände gelaufen wurde, seinen Weg fortsetzt, dann fällt man hier nicht weiter auf. Ein Land, das seine Grenzen nicht schützt, verliert mehr als nur Kontrolle.
Es verliert seine Zukunft. Unsere Heimat ist kein rechtsfreier Raum. Sie ist wertvoll, sie ist schützenswert. Es ist Zeit, dass wieder Politik für das eigene Volk gemacht wird. Für Deutschland. Vor der Wahl redet er von Tag 1 Grenzen dicht. Und jetzt sagt man plötzlich, das war nur politisch gemeint. Ja klar. Und der Osterhase sichert unsere Außengrenzen. Und währenddessen kommen weiterhin 1000 illegal ins Land, die weder kontrolliert noch registriert sind, aber Wohnraum, Sozialleistung und Polizei beschäftigen, während der deutsche Bürger sich fragt, wie er die nächste Miete zahlt. Und die AfD, die zeigt mit einem simplen Video, wie systematisch geschleust wird, mit Wissen oder Duldung des Staates. Merz schaut weg, die Regierung duckt sich. Und wer das anspricht, wird diffamiert, aber nicht widerlegt. Das regt mich auf. Nicht nur der Wortbruch, sondern die Dreistigkeit, mit der man den Leuten ins Gesicht lügt und dann so tut, als hätte man das nie gesagt. Und wenn ihr denkt, ja, genau das habe ich erwartet, dann fragt euch mal, wie lange wir uns das noch bieten lassen wollen. Weil eins ist sicher, ohne echten Grenzschutz, ohne politische Ehrlichkeit, wird dieses Land weiter destabilisiert. Tja Leute, erst heißt es Grenzen zu ab Tag 1 und kaum ist der Sessel im Kanzleramt warm, ist davon nichts mehr übrig. Wortbruch als Regierungsstil, das kennen wir. Aber dass es so schnell und so dreist geht, das ist selbst für Merz ein Rekord. Die AfD hat's aufgedeckt und wie immer, keine Entschuldigung, keine Klarstellung, nur Schweigen. Aber genau deswegen braucht es Kanäle wie diesen. Wenn ihr auch findet, dass endlich Schluss sein muss mit dem Verarschen der Bürger, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut mir gern einen Supertanks raus. Oder unterstützt meine Arbeit direkt via PayPal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Denn solange die lügen, machen wir weiter. Bis zum nächsten Video. Bleibt wachsam. Thank you.